Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen, schreibt Nietzsche in seinen nachgelassenen Fragmenten. Für ihn gibt es keine absolute Wahrheit, sondern nur Perspektiven, verschiedene Blickwinkel, die von Erfahrungen, Bedürfnissen und Macht abhängen. Nietzsches Perspektivismus hinterfragt alles, was wir als wahr ansehen, von philosophischen Systemen über religiöse Dogmen bis hin zu wissenschaftlichen Theorien. Warum Nietzsche die Idee einer absoluten Wahrheit ablehnt, was er unter Perspektivismus versteht und wie dieser Gedanke uns hilft, den Nihilismus zu überwinden, erfährst du in diesem Video. In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war. Wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm treten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt. Nietzsche kritisiert die traditionelle Auffassung, dass Vernunft das höchste Merkmal des Menschseins und ein Werkzeug zur Erkenntnis objektiver Wahrheit sei. Seiner Ansicht nach ist der menschliche Intellekt vergänglich und begrenzt. Er ist ein Produkt der Natur und hat keine höhere Bedeutung oder Mission, die über das individuelle Leben hinausgeht. Dennoch hält der Mensch sein Intellekt für etwas Großartiges und Einzigartiges. Er sieht sich und seinen Verstand als Zentrum des Universums. Doch diese Selbstüberschätzung ist eine Illusion. Auch die Mücke empfindet sich als das fliegende Zentrum dieser Welt. Die Selbstwahrnehmung des Menschen als Krone der Schöpfung ist eine subjektive Perspektive, welche die Vergänglichkeit und Begrenztheit der Vernunft im kosmischen Kontext ignoriert. Der menschliche Intellekt ist nicht dazu in der Lage, eine objektive Wahrheit zu erkennen. Vernunft ist kein göttliches Geschenk oder zweckgerichtetes Vermögen, sondern das Produkt eines zufälligen, irrationalen Prozesses in der Natur, ähnlich wie die Entwicklung des Auges. Sie entstand nicht, um Wahrheit oder Wissen zu erlangen, sondern durch Zufall, als evolutionäre Anpassung. Diese Sichtweise steht im Gegensatz zur christlichen Weltsicht, die Vernunft als Teil eines intelligenten Schöpfungsplans betrachtet und selbst zur säkularen Auffassung die Vernunft als nützlich für das Streben nach Wissen ansieht. Da der Mensch die Welt nur durch seine Sinne und subjektiven Regungen wahrnimmt, ist Wissen immer menschliches Wissen, eingeschränkt auf die Grenzen unserer Wahrnehmung und Sprache. Für Nietzsche entspringt alles Denken dem Körper. Das Denken ist nicht unabhängig vom Körper, sondern geht aus ihm hervor. Unsere biologische Konstitution bestimmt, wie wir denken und die Welt wahrnehmen. Den primären Nutzen der Vernunft sieht Nietzsche nicht in der Suche nach objektiver Wahrheit, sondern in der Fähigkeit zur Verstellung, Täuschung und Manipulation. Der Intellekt verleiht dem Individuum die Macht, durch Täuschung Vorteile zu erlangen, etwa indem man die Gedanken und Überzeugungen anderer Menschen antizipiert. Diese Fähigkeit zur Täuschung ist besonders nützlich für schwache Individuen, um sich im Wettbewerb mit Stärkeren zu behaupten. Der Begriff der Wahrheit entsteht für Nietzsche vor allem durch soziale Zwänge. Um den Krieg aller gegen alle zu vermeiden, entwickeln Gesellschaften sprachliche Konventionen, die festlegen, was als Wahrheit gilt. Wahrheit ist nicht die Übereinstimmung mit einer objektiven Realität, sondern eine kollektiv vereinbarte Bezeichnung, die der sozialen Ordnung dient. Vernunft dient somit nicht der Entdeckung einer absoluten Wahrheit, sondern der Darstellung der Welt in Konzepten, die für die soziale Koordination nützlich sind. Nietzsche sieht Vernunft nicht als autonome, unabhängige Fähigkeit, sondern als Ausdruck irrationaler Triebe und Leidenschaften. Vernunft rationalisiert nachträglich die Handlungen, die von diesen Trieben gesteuert werden, anstatt sie zu beherrschen. Was als vernünftig erscheint, ist eine nachträgliche Rationalisierung, die den eigenen Interessen oder Wünschen dient. Nietzsche wendet sich gegen Institutionen und Denker, die absolute Wahrheit beanspruchen. Philosophie, Religion und Wissenschaft sind bloß menschliche Konstrukte.
Nietzsche betrachtet philosophische Systeme nicht als neutrale Suche nach Wissen, sondern als unfreiwillige und unbewusste Autobiografie ihrer Urheber. Der Trieb zum Wissen oder zur Erkenntnis ist kein reiner Antrieb, sondern wird von anderen, oft irrationalen Motiven gesteuert, die den Denker dazu bringen, bestimmte Werte oder Moralvorstellungen zu rechtfertigen. Eine philosophische Position sagt uns mehr über ihren Urheber als über die reale Welt. Nietzsche greift insbesondere Sokrates an. Dessen Auffassung von Vernunft als Mittel zur Tugend und zum guten Leben interpretiert Nietzsche als persönlichen und sozialen Angriff auf die bestehende aristokratische Ordnung Athens. Sich rational zu rechtfertigen galt damals als Zeichen von Schwäche. Starke Individuen mussten in der antiken griechischen Kultur keine Gründe angeben, um ihre Handlungen zu legitimieren. Sokrates war für Nietzsche der Prototyp des theoretischen Menschen. Durch seinen Rationalismus schwächte er die intuitive, lebendige Kultur der Griechen und lenkte sie in eine Hinterwelt rationaler Ideale, die ihre starken, lebensbejahenden Instinkte einschränkten. Sokrates' Schüler Platon glaubte an eine wahre Welt der Ideen, eine metaphysische Ebene vollkommener, unveränderlicher Formen, die die Grundlage der sichtbaren, sinnlichen Welt bildet. Die physische Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist für Platon nur ein unvollkommener Schatten dieser idealen Welt. Nietzsche sieht darin eine Flucht vor der Realität, eine Hinterwelt. Platons Ideenlehre, die eine feste, unveränderliche Wahrheit postuliert, ist für ihn ein Dogmatiker-Irrtum, der die schöpferische Kraft des Lebens untergräbt. Nietzsche verhöhnt solche Vorstellungen und ruft die Menschen dazu auf, die Welt als das anzunehmen, was sie ist. Ein chaotisches, kreatives Werden ohne feste Ordnung. Der Gesamtcharakter der Welt ist in alle Ewigkeit Chaos. Auch das Christentum geht von einer dualistischen Weltsicht aus, die eine wahre Welt jenseits der sichtbaren sinnlichen Realität annimmt. Es behauptet, Gott sei die Quelle der Wahrheit. In dieser Sichtweise ist Wahrheit absolut, unveränderlich und von göttlicher Autorität garantiert. Die Bibel, göttliche Offenbarung und kirchliche Lehren gelten als Zugang zu dieser Wahrheit. Nietzsche nennt das Christentum spöttisch Platonismus fürs Volk, weil es die platonische Idee einer metaphysischen Wahrheit in eine für die Massen zugängliche religiöse Form goss. Doch für Nietzsche ist Gott tot. Der Tod Gottes bedeutet, dass es keine übergeordnete Instanz mehr gibt, die eine wahre Welt oder eine universelle Wahrheit garantiert. Ohne göttliche Autorität fällt die Idee einer universellen Wahrheit in sich zusammen. Selbst die Wissenschaft, die Fakten verspricht, ist perspektivisch. Nietzsche kritisiert Wissenschaftler, die glauben, die Welt objektiv zu erfassen. Die Physik ist auch nur eine Weltauslegung und Zurechtlegung und nicht eine Welterklärung. Wissenschaftler wählen Perspektiven, die ihrem Zweck dienen, etwa der Messbarkeit oder der Vorhersagbarkeit. Sie fokussieren auf bestimmte Aspekte der Welt, zum Beispiel messbare Phänomene wie Masse oder Energie, und ignorieren andere, zum Beispiel ästhetische oder emotionale Qualitäten. Auch die Wissenschaft ist für Nietzsche eine Form der Interpretation, die von menschlichen Perspektiven geprägt ist. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse hängen von den Blickwinkeln, Methoden und Zielen der Wissenschaftler ab. Wissenschaft ist für Nietzsche eine menschliche Art, die Welt zu deuten, kein direkter Zugang zur Realität. Nietzsche stellt traditionelle Vorstellungen in Frage, insbesondere die platonische Idee einer absoluten, unveränderlichen Wahrheit, die jenseits der sinnlich erfahrbaren Welt existiert. Für ihn ist Wahrheit kein objektives Ziel, sondern etwas, das mit menschlichen Bedürfnissen, Trieben und Perspektiven verbunden ist. Wahrheit ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, das dem Leben dienen, aber auch gefährlich und herausfordernd sein kann. In Jenseits von Gut und Böse fragt Nietzsche, wie viel Wahrheit ein Mensch aushalten kann, ohne an ihr zugrunde zu gehen. Er kritisiert, dass die traditionelle Philosophie den Wert der Wahrheit nie hinterfragt hat. Denn Unwahrheiten oder Irrtümer können für Nietzsche genauso lebensdienlich sein wie Wahrheiten. Viele sogenannte Wahrheiten, Kausalität, Subjekt-Objekt-Unterscheidung, moralische Prinzipien sind in Wirklichkeit notwendige Fiktionen, ohne die der Mensch nicht leben könnte. Irrtümer sind Werkzeuge, die uns ermöglichen, die Welt zu verstehen und in ihr zu handeln. Für Nietzsche gibt es keine absolute, objektive Wahrheit. Alles hängt von unserer Perspektive ab, davon, wie wir die Welt sehen. Wahrheit ist eine Auslegung, kein Fakt. Es gibt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches Erkennen.
Nietzsche entlarvt Wahrheiten als menschliche Erfindungen. Es gibt keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen. Entscheidend für diese Sichtweise ist die Rolle der Sprache. Sprache ist für Nietzsche ein menschliches Konstrukt, das nicht die Wahrheit selbst abbildet, sondern sie verzerrt. Begriffe und Worte vereinfachen die Wirklichkeit und spiegeln lediglich menschliche Perspektiven wider. Begriffe sind keine natürlichen oder objektiven Abbilder der Realität, sondern Konstrukte, die durch menschliche Interessen und Machtverhältnisse geprägt sind. Sie dienen dazu, die chaotische Vielfalt der Welt in verständliche, kontrollierbare Einheiten zu ordnen. Begriffe entstehen, indem Menschen individuelle, einzigartige Erfahrungen generalisieren, um Kommunikation und soziale Ordnung zu ermöglichen. Dies führt zu einer Reduktion der Wirklichkeit. Begriffe sind nicht statisch, sondern entstehen und verändern sich durch historische Prozesse. Moralische Begriffe wie Gut und Böse gehen aus Machtkämpfen und sozialen Dynamiken hervor, zum Beispiel durch die Umwertung von Werten durch unterdrückte Gruppen. Sie sind Ausdruck des Willens zur Macht, dass sie die Welt in einer Weise strukturieren, die bestimmten Gruppen oder Individuen Kontrolle und Einfluss verleiht. Wer Begriffe prägt, bestimmt oft auch, wie Realität wahrgenommen wird. Was wir als wahr ansehen, ist oft nur eine abstrahierte, vereinfachte Repräsentation der komplexen Realität. Diese Abstraktion ist für Nietzsche eine Form von Lüge, dass sie die Vielfalt der Wirklichkeit zugunsten einer vereinfachten Wahrheit reduziert. Menschen, die das Chaos der Welt nicht ertragen, erfinden feste Ordnungen und gießen diese in Begriffe, die sie als Wahrheit bezeichnen. Der intuitive Mensch hingegen schafft durch neue, lebendige Metaphern eine kreative Kultur. In Also sprach Zarathustra nutzt Nietzsche selbst Sprache auf poetische, symbolische Weise, um neue Werte und Perspektiven zu schaffen. Sprache dient hier als kreatives Mittel, um die starren Konventionen der traditionellen Wahrheit zu überwinden und neue Möglichkeiten des Denkens zu eröffnen. Das Werk ist ein literarisches Beispiel für Nietzsches Perspektivismus. Nietzsches Perspektivismus besagt, dass es keine absolute, objektive Wahrheit gibt, sondern viele Perspektiven. Es gibt vielerlei Augen und folglich gibt es vielerlei Wahrheiten und folglich gibt es keine Wahrheit. Die Welt ist eine Relationswelt, die von jedem Standpunkt anders aussieht. Jede Wahrheit ist Ausdruck individueller oder kollektiver Gefühle, Triebe, Bedürfnisse und Erfahrungen. Also sprach Zarathustra verkörpert Nietzsches Perspektivismus, indem es die Pluralität von Sichtweisen, die Ablehnung absoluter Wahrheiten und die schöpferische Kraft von Sprache betont. Zarathustra selbst spricht in unterschiedlichen Rollen, als Lehrer, Prophet, Dichter und Kritiker und präsentiert keine einheitliche Wahrheit. Seine Reden sind oft paradox, poetisch und mehrdeutig. Die verschiedenen Figuren und Situationen, denen Zarathustra begegnet, spiegeln unterschiedliche Lebenshaltungen und Weltanschauungen wider. Zarathustra selbst entwickelt sich im Verlauf des Werks weiter, hinterfragt seine eigenen Lehren und zeigt, dass auch seine Perspektive nicht endgültig ist. Wir neigen dazu, unsere Perspektive als die wahre zu sehen. Nietzsche sagt, erkenne, dass deine Wahrheit nur eine von vielen ist. Er fordert uns auf, starre Denkmuster zu hinterfragen und die Vielfalt der Perspektiven zu nutzen. Perspektivismus ist für Nietzsche nicht nur eine Theorie, sondern eine Grundbedingung alles Lebens. Ohne verschiedene Blickwinkel könnten wir nicht überleben. Die Vielfalt von Perspektiven sieht er als Chance. Je mehr Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je mehr Augen, verschiedene Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, umso vollständiger wird unser Begriff dieser Sache, unsere Objektivität sein. Flexibles Denken, etwa die Wissenschaft wie ein Künstler zu betrachten, erweitert unser Verständnis. Es bricht starre Denkmuster auf und ermöglicht ein dynamischeres, kreativeres Verhältnis zur Welt. Nietzsche fordert uns auf, die Welt neu zu sehen, etwa die Wissenschaft wie ein Künstler oder die Kunst aus der Sicht des Lebens. Seine Texte sind ein Spiel mit Perspektiven, das starre Denkmuster verhindert. Perspektiven sind kein Zufall, sondern Ausdruck des Willens zur Macht. Jede Sichtweise ist ein Versuch, die Welt zu interpretieren und Macht über sie zu gewinnen. Was als Wahrheit gilt, hängt von Macht und Interessen ab. Religion, Philosophie und Wissenschaft sind menschliche Konstrukte, die keine absolute Gültigkeit besitzen. Für Nietzsche geht es daher nicht darum, ob etwas wahr ist, sondern wie weit es dem Leben dient.
Dass es keine Wahrheit gibt, ist kein Grund zur Verzweiflung, sondern zur Befreiung, schreibt Nietzsche in der Genealogie der Moral. Perspektivismus kann dabei helfen, den Nihilismus zu überwinden, der nach dem Tod Gottes und dem Verlust absoluter Wahrheiten entstanden ist. Denn ohne vorgegebene Wahrheit sind wir frei, unsere eigenen Perspektiven zu schaffen. Doch Perspektivismus meint nicht Relativismus. Im Unterschied zum Relativismus sind für Nietzsche nicht alle Perspektiven gleichgültig. Manche Perspektiven sind besser, weil sie das Leben fördern, etwa durch Kreativität oder Stärke. Andere Perspektiven sind schlechter, weil sie das Leben verneinen, etwa durch die Verherrlichung von Schwäche und Demut oder durch die Erfindung von Hinterwelten. Perspektivismus ist bei Nietzsche keine Beliebigkeit, sondern eine Aufforderung, bewusst Perspektiven zu wählen, die das Leben bejahen. Er fordert uns auf, Verantwortung für unsere Sichtweisen zu übernehmen und kreativ neue Perspektiven zu entwickeln. Die Welt ist ein lebendiges Chaos, in dem Wahrheit kein festes Ziel, sondern ein kreativer Akt ist. Der Übermensch schafft bewusst neue, lebensbejahende Perspektiven. Er verkörpert die Fähigkeit, die Welt neu zu interpretieren und neue, starke Werte zu schaffen. Nietzsches Perspektivismus ist in einer Welt voller Fake News, sozialer Medien und kultureller Vielfalt hochaktuell. Nietzsche fordert uns auf zu fragen, woher kommen die Begriffe und Ideen, die als wahr gelten? Wer entscheidet, was wahr ist? Welche Perspektiven setzen sich durch? Nietzsche zerstört nicht die Wahrheit, sondern zeigt, wie wir sie neu denken können, als Werkzeug, das das Leben stärkt. Gibt es für dich eine absolute Wahrheit oder viele unterschiedliche Perspektiven? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Wenn du deine philosophischen Perspektiven erweitern möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!